Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum maschinellen Lernen. Heute geht es um die Typen bzw. Arten von HMMs, also Hidden Markov Modellen. Und ja, die bringen einiges, wenn man sich zum Beispiel überlegt, dass nach einem Konsonanten und Vokal kommen kann oder sowas, dann sind einige Zustandsübergänge, also einige Einträge in meiner A-Matrix zum Beispiel generell immer 0. Und das heißt, ich brauche es nicht berechnen, das heißt, ich kann auch von Anfang an sagen, die sind 0 und das erspart mir einiges an Rechenzeit. Und teilweise ist das sehr sinnvoll, zum Beispiel wenn man sich Chinesisch anguckt, da kommt meistens eigentlich, oder ich kann Chinesisch nicht, aber jetzt mal so als Beispiel dachte ich mir, ist das praktisch, da kommt irgendwie immer ein Vokal nach einem Konsonant, mindestens einer. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben sowas hier zum Beispiel, das wäre ein HMM und wir haben jetzt Zustandsübergänge so, dass wir das wäre zum Beispiel jetzt ein Zustandsübergang. Ich lasse jetzt einfach mal die Pfeile, wobei ich mache sie, das ist, glaube ich, gar nicht so schlecht. So, und das hier wäre kein ergodisches Modell, aber wenn wir das hier machen und dann auch noch diese Richtung hier, dann ist es ein ergodisches Modell. Das heißt, jeder Zustand kann von jedem anderen Zustand in einer gewissen Anzahl von Schritten erreichbar sein. Das heißt, ich muss diesen ersten Zustand hier auch von meinem letzten Zustand erreichen können und somit gibt es eigentlich kein erster und letzter Zustand mehr. Ich kann eigentlich überall immer hinkommen mit einer gewissen Anzahl von Schritten. Wie genau das dann aussieht, das weiß man nicht. Das ist, glaube ich, das Standardmodell. Das ist auch das, was wir immer gemacht hatten. Wir können von Zustand 1 auf Zustand 2 gehen, aber wir können auch von Zustand 2 auf Zustand 1 gehen. Genau. So, das Ganze muss aber nicht so sein. Da kann man nämlich ein bisschen platzsparender sein. Und deswegen mache ich das gerade mal so weg. So, das hier, da sehen wir offensichtlich, dass der Zustand 1 hier nicht mehr erreichbar ist, sobald wir einmal dort waren. Also zum Beispiel von Zustand 2 oder Zustand 3 oder 4 kommen wir nicht mehr zurück zu Zustand 1. Und das ist das sogenannte Links-nach-Rechts-Modell, Left-to-Right-Modell auch häufiger genannt. In unserem Fall sogar mit parallelen Pfaden, die werden manchmal noch als Extramodell betrachtet. Das heißt, wir haben zwei Möglichkeiten zu Zustand 4 zu kommen, nämlich über Zustand 2 oder über Zustand 3. Manchmal gibt es auch sowas hier, dass man direkt einfach überspringen kann. Aber was auf jeden Fall sicher ist bei diesem Links-nach-Rechts-Modell, bedeutet, wir müssen, also unser Index muss größer werden. Wir können von Zustand 1 nicht mehr, von Zustand 2 nicht mehr auf Zustand 1 kommen. Es kann aber durchaus noch sein, dass wir auf demselben Zustand bleiben können. Das heißt, wir können hier auch so Sachen machen wie, oh, das ist vielleicht ein bisschen zu dick gewesen. Ja, sorry. Wir können zum Beispiel sowas hier haben, also eine Schleife. Dann würde man eben auf demselben Zustand bleiben. Das können wir auf jeden Zustand haben, ist alles kein Problem. Aber insgesamt muss unser Zustandsindex, also 1, 2, 3, muss eben immer größer werden oder gleich bleiben. Wir können dann auch nicht von Zustand 3, wenn das hier 3 ist, können wir auch nicht zu Zustand 2 gehen. Das darf es nicht geben. Andersrum geht es, wenn wir von Zustand 2 auf Zustand 3 gehen, das wäre in Ordnung, aber unser Index muss wie gesagt immer größer werden. Wie viel größer ist nicht festgelegt. Wir können auch von 1 direkt auf 4 springen oder von 1 auf 3, aber wir dürfen eben nicht mehr zurückgehen. Und parallele Pfade bedeutet, wir switchen eben von 1, können wir uns entscheiden, ob wir auf 2 wollen oder ob wir auf 3 wollen und je nachdem. Teilweise, wie gesagt, ist das nochmal ein extra Modell, teilweise auch nicht. So, und das ist jetzt eigentlich das Modell, wenn man bei der Spracherkennung ist, benutzt man das eigentlich meistens. Also mit solchen parallelen Pfaden, aber so als Links-nach-Rechts-Modell. Denn wenn man jetzt mal sich so überlegt, wie ein Wort aufgebaut ist, dann ist es immer in etwa dieselbe Abfolge. Also man hat als Wort so ein HMM oder ja, im Prinzip hat man erstmal für einen Buchstaben einen HMM und dann hat man ein Wort HMM gefolgt aus oder halt bestehend aus einzelnen HMMs der Buchstaben, weil man normalerweise immer 3 Zustände für einen einzigen Laut oder einen einzigen Buchstaben hat. Also man redet von sogenannten Phonemen, dass man eben unterscheidet, habe ich gerade ein A gesagt, das A besteht aus 3 oder eigentlich nicht aus 3 Phonemen, aber aus 3 Teilen, man teilt einfach jeden Laut nochmal ein bisschen auf. Deswegen, das hier ist eigentlich das Modell und da kann man sich dann schon einige Zustandsübergänge sparen, nämlich von Zustand 2 auf Zustand 1 ist immer 0, 3 auf 1 ist immer 0 und so weiter und so fort. Da spart man sich schon einiges, erstens mal an Rechenleistung, zweitens an Speicheraufwand und deswegen ist es eigentlich deutlich angenehmer. Gut.
Heute mal ein sehr entspanntes Video, auch eigentlich wahrscheinlich eins der letzten Videos von HMMs, zumindest von dem Anfängerteil. Mal gucken, ob ich da später noch ein bisschen was dazu mache. Okay, ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen und wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.